Rennen der Schildkröten. Jetzt kommt noch meine ins Spiel hier. Ein tierisches Vergnügen mit sportlichen Herausforderungen und seltenen Einblicken. Wir starten zu einer erlebnisreichen Flussreise. Unser Skipper macht alles schon mal startklar. Bevor es losgeht, muss sein Boot Maya in einwandfreiem Zustand sein. Na, da ist er, die Maya. Und der Michael. Hallo. Da bin ich Hallo, wieder. Annette. Ich freue mich schon. Hab ich mich da drauf gefreut. Schön. Auf die Maya und auf dich. Grüß dich, Michael. Na? Herzlich willkommen. Ja, super. Und dein Seesack hast du auch dabei. Guck, alles dabei, was ich Dann brauche. gehen wir heute wieder auf große Reise. Auf zu neuen Abenteuern. Die Motoryacht Maya ist knapp 14 Meter lang und bietet Platz für 6 Personen. Wer sie ausleihen möchte und fahren will, braucht einen Bootsführerschein. Zum Glück begleitet mich Kapitän Michael auf unserer Reise. 1 Kilometer, 406,7. Sportboot in der Ausfahrt vom Reffental auf den Rhein in Bergfahrt gehend. Ist Schifffahrt in der Nähe? Er hat alles im Griff. Willkommen. Herrlich, die Reise geht weiter. Und ich freue mich auf eine super Zeit mit ganz vielen tollen neuen Begegnungen. Und zwar, hier ist er, auf Deutschlands längsten Fluss, dem Rhein. Oh, ja, da ist er tatsächlich. Und wir legen dort los, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar im Reffental bei Speyer. Boah, da fliege ich ja schon um. Ja, der hat Kraft, der Rhein. Dieses Mal führt unsere Flussreise von Speyer bis Straßburg und somit gleich durch 3 verschiedene Länder. Im badischen Karlsruhe besuchen wir den Rheinhafen. In Rheinland-Pfalz sind wir auf Suche nach der europäischen Sumpfschildkröte und in der Nähe vom französischen Straßburg entdecken wir Europas größtes Schiffshebewerk. Ein absolut spektakuläres Erlebnis. Als erstes passieren wir die Autobahnbrücke der A61. Für Michael noch keine echte Herausforderung. Im alten Hafen von Speyer wartet unser erster Mitfahrer, auf den ich mich riesig freue. Einer der bekanntesten Mitglieder der berühmten Kelly Family. Da bist du, Joey. Du hast ein sehr schönes Schiff. Das ist nicht meins. Oh. Herzlich willkommen. Komm rein. Ich freue mich, dass du da bist. Und danke für die Einladung. Gerne. Wir haben einiges zu besprechen. Ja, ich freue mich sehr. Es ist wirklich, ich fühle mich hier auf dem Wasser, auf dem Rhein, hier direkt bei Speyer, wie zu Hause. Joey, du hast eine ganz besondere Beziehung zu dieser Stadt, oder? Ja. Oder deine Familie. Die Vorfahren von meiner Mama, die in den USA geboren sind, in Pennsylvania, sind 1776 ausgewandert aus Bremerhaven nach USA, wie viele Europäer und Deutschen, und kamen aus Speyer. Nee. Doch, ich bin zu Hause hier. Ungefähr so 100 Meter vom Dom gibt es so einen Turm. Und an diesem Turm gibt es oben so einen riesen, sagen wir mal, so Kirchenuhr. Und dieser Kirchenuhr ist ja von Vorfahren von meiner Mutterseite gebaut worden. Waren die Uhrmacher, oder? Genau. Du hast ganz schön dolle Fußstapfen, deine familiäre, oder? Das Bekloppte war, Nette, dass mein Vater erzählte immer, dass von meiner Vaters Seite war Kelly und O'Neill, die Oma, dass das die größten waren. Ne? Da haben wir durch die Anforschung festgestellt, dass die Kelly-Seite, das waren alles Säufer und Verbrecher. Und dann sagt er auch immer, die von Mutters Seite, das waren alles Bauern. Das waren keine Bauern, und Bauern sind auch geil erstens, sondern halt, das waren ganz kluge Deutschen. Ja. Aus Speyer eben. Genau, ja, aus diesem Ort. Also es ist schon irre. Also der Rhein ist ein Teil meiner Heimat. Ich liebe den Rhein. Es ist absolut wunderschön. Absolut, da guck mal da. Polizei, du fährst gut, oder ob die uns jetzt gleich anhalten? Ah nee, sie winken freundlich. Du bist ja im Prinzip auch ein
Supersportler immer gewesen. auch auf dem Wasser, ne? Und auch auf dem Rhein. Du hast wirklich spektakuläre Touren gemacht. Ja, jetzt vor 2 Jahren bin ich mit einem Kumpel von mir, sind wir in Konstanz gestartet, da wo quasi der Beginn des Rheins ist, an diesem Schild, wo drauf steht Kilometer 0. Wenn du hier guckst, da vorne ist 399, das heißt von hier genau 400 Kilometer fast, sind wir gepaddelt bis nach Rotterdam. Der Freund war nicht irgendwer, gell? Ist auch ein Musiker. Ja. Till Lindemann war das, ne? Von Genau, Rammstein. richtig, ja. Aha. Ach, und da macht ihr jetzt richtig ein Buch draus aus eurer Rheintour. Das ist nur Muster. Demnächst kommt halt noch ein Buchprojekt. Und was war das für eine Erfahrung für dich so? Der Rhein im Vergleich zu Yukon zum Beispiel, was wir auch gepaddelt haben. Der Yukon, klar, das ist so Kanada und Bären und alles. Aber hier ist es so abwechslungsreich. Das ist der Hammer. Also du kennst wirklich jeden Meter hier am Rhein. Also viel, ja? Ja? Klaro. Guck. Eigentlich alles, was man braucht, oder? Das ist aber größer, als es draußen aussieht, oder? Ja, Hab ich auch beim ersten Mal gedacht. Ich bin beeindruckt. Guck mal. Sind das Kabinen? Ja, guck. Wow. Guck. Der Hammer. Also das war das richtig groß. Und dahin geht's nochmal weiter, falls du kochen kannst. Kann ich nicht. Und hier nochmal. Boah. Ja. Es ist kein Luxusjacht, Nee. aber das ist schon, Was richtig Schönes. das ist irgendwie gibt es mir so Lust, wieder halt im Schiff zu leben. Das ist gefährlich, aber meine Frau macht es nicht mehr. Ich habe damals den Transport gesehen von der Concorde hier nach Sinsheim. Das gehört auch dem gleichen Museumsleiter. Und dann dachte ich, ey, das wäre eine Idee, wenn wir den Hausboot der Kelly Family ins Museum bringen würden. Dann habe ich ihm einfach über Auskunft angerufen. Der heißt Hermann Leier und der ist so ein ganz super Typ. Und der hat spontan gesagt, das gefällt mir. Aber es war doch bestimmt ein Riesenakt, das da hinzubringen, oder? Ist auch. Also das Schiff wiegt ja 190 Tonnen, müsste mit 2 Kräne auf so einen Schwertransporter und dann 4 Kilometer über Landstraße und dann alle Ampeln gesperrt. Das haben wir an einem Sonntag gemacht, dass da nicht so viel Verkehr ist. Dann dahin gefahren, da war ein Fundament gebaut und dann hingelegt. Also es war schon ein Mammutprojekt. Wie ist es so für dich, wenn du mal wieder hier drauf kommst aufs Boot? Es ist immer schön. Das ist ein Heimat, das ist ein Teil, also das Kelly-Historie. Das war doch bestimmt auch ein Spektakel, wenn ihr wahrscheinlich irgendwie auch hier lang gefahren seid, den Rhein runter und die Leute, da kommt die Kelly Family. Ja, als die Leute uns nicht kannten, haben die gesagt, bleib weg. Was sind Was das für sind das welche? hier für Verbrecher? Oder zumindest mal für Verrückte. Oder? Genau. Und als der Erfolg dann kam, dann wusste man, ja, die Kellys sind, keine Ahnung, eine bunte, verrückte Truppe. Wir haben noch bei SWR, das glaubst du nicht, in Baden-Baden, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie die Show hieß, es war eine von unseren ersten Auftritte. Da hat noch meine Mutter, mein Vater alle gelebt, die waren alle so ganz klein wie Zwerge. So in den Gewändern, Genau, und haben da gespielt, bla 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 bla. Der Hut, der macht die Fensterläden zu. Der Hahn trägt und gute Nacht, dann wird die Lampe ausgemacht. So, Annette, willkommen im Haus der Kelly Family. Hier links ist das große Essraum, Haus ist gut, ist ein Palast, ey. Hausboot. Boah, doch. Hey. Hier wird's jetzt aber richtig groß. Sind Sie hier die Küche? Ja, das war die Küche. Aber hier innen drinnen in dem Hausboot darf keiner rein. Ich habe die Schlüssel und draußen natürlich im Museum kann man das jetzt anschauen, aber hier innen drinnen ist nur für Special Guest. Für alle SWR-Zuschauer und für dieses tolle Format, was ihr macht. Weil das bleibt exklusiv und das ist schon sehr, sehr, sag ich mal, nah an die Kelly Family und privat. Also hier haben wir gelebt quasi, ne?
Mehr Kelly Family geht nicht. Annette. Aber echt, du, sehr gut. Der Rhein ist kein Anfängerfluss, obwohl es sehr, sehr viel Spaß macht, auf dem Rhein zu fahren. Ja, was gefällt dir besonders gut? Ja, dass es eben ein bisschen unruhig ist, dass es nicht nur alles glatt ist und eben und dass das Schiff auch mal durch die Wellen schneidet und das macht Spaß. Was sind so Regeln, die man wirklich wissen muss? Vor allen Dingen, wo ist das Fahrwasser? Ja? Und das kannst du einfach hier jetzt ablesen? Das kann ich einfach hier ablesen, ganz genau. Das ist die digitale Wasserkarte und dort ist auch ein GPS-Signal, das zeigt mir genau an, wo mein Schiff gerade ist. Und hier zum Beispiel, jetzt fahren wir hier in den Rheinhafen ein. Also ich darf bis kurz zuvor, aber nicht weiter. Nehmt ihr mich mit? Alle freundlich hier. Hallo. Ich freue mich. Toll, dass ich mit Ihnen eine Hafenrundfahrt machen darf. Und die Hafenchefin höchstpersönlich ist auch an Bord. Hallo. Ja, Mensch. Also dieses Tor ist ja schon mächtig. Da darf nicht jeder durchfahren, ne? Ja, also der Hafen Karlsruhe ist für Sport- und Freizeitschifffahrt nicht zugelassen. Das heißt, wenn Sie mit dem Gütermotorschiff kommen, dann dürfen Sie natürlich hier reinfahren oder mit dem Fahrgastschiff. Was ist das eigentlich für eine alte Lady hier? Wie der Name sagt, sie ist ein Schlepper. Und der wurde für die Schleppschifffahrt damals gebaut. Er hat heute andere Aufgaben, weil die Schleppschifffahrt gibt es ja nicht mehr. Aber bei Bedarf brechen wir Eis mit dem Hafen. Wir holen sehr große Mengen an Geschwämsel, an Holz, an Unrat aus den Hafenbecken. Wer kommt hier alles rein? Was passiert hier so von morgens bis abends? Also wir haben natürlich große Unternehmen, die hier sitzen. Sie sehen es auf der Seite zum Beispiel Stahlhandel, dann natürlich Kohle, da sind wir gerade vorbeigefahren. Kann man eigentlich auch eine Hafenrundfahrt machen hier und sich das alles mal anschauen? Gibt es die Möglichkeit? Also im Rahmen unserer Ausflugsfahrten mit dem Fahrgastschiff Karlsruhe fährt man natürlich durch den Hafen. Ansonsten bieten wir Steht immer da noch... der Mann, der das macht? Der alles bieten weiß. wir immer noch Hafenführungen an, ja, für alle Bevölkerungsgruppen. Oh, und richtig schöne alte Gebäude gibt es hier auch noch. Ja, also diese Gebäude sind fast so alt wie der Hafen selbst. Der ist ja 1901 in Betrieb gegangen und gleich wurden eben diese Gebäude gebaut. Das, was wir hier jetzt sehen, ist das Getreidelagerhaus. Das wird heute auch noch als Getreidelagerhaus benutzt. Aber als dieses Haus gebaut wurde, dieses Gebäude, da hätte bestimmt niemand gedacht, dass es eines Tages hier eine Hafenchefin geben wird, nämlich Sie. Ich war tatsächlich die erste Hafenchefin in ganz Deutschland. Und das hat mir damals sogar eine Einladung in den SWR eingebracht zur Landesschau. Inzwischen gibt es mehr Hafenchefinnen in ganz Deutschland. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr so außergewöhnlich. Ja, genau. Aber es gibt hier auch Brüder, Ja, die auf dem Wasser sind, die eigentlich Schwestern sind. Sie reden etwas in Rätseln. Es gibt Brüder und Schwestern. Ja? Auf was ich hinaus möchte, es ist sowas wie eine Sportarena auch, der Hafen, nämlich die Rheinbrüder. Rheinbrüder, wir haben hier Paddler im Hafen und Ruderer. Ja, und die Rheinbrüder sind natürlich sehr erfolgreich und auch bekannt mit Goldmedaillengewinnern und, Vor allen Dingen die Schwestern. und die Schwestern natürlich Brüder. auch nicht zu vergessen. Ja. Ist ja schon irgendwie auch witzig, so zwischen den Kiesgruben und den Kränen und den riesen Schiffen hier zu trainieren. Warum macht ihr das hier? Ist jetzt kein besonders idyllisch schönes Ambiente, aber es ist sehr zweckmäßig. Also wir haben hier im Hafen eigentlich die besten Bedingungen, weil keine Strömung. Kanu-Rennsport ist ja ein Wettkampfsport, der so ähnlich ist wie Leichtathletik und Schwimmen. Also wir fahren Wettkämpfe auf Bahn, das heißt alle auf eine Linie, fertig los und das auf Flachwasser ohne Strömung. Und das haben wir natürlich im Hafen hier perfekt. Und überhaupt, ich meine, das ist jetzt die Rennabteilung der Rennbrüder, beziehungsweise Rennschwestern. Aber ihr habt natürlich noch mehr, die hier auch paddeln und Kanuten und sowas, ne? Ja, also wer es schön haben will, der geht nach Rappenwörth. Da ist unser Hauptverein.
Und dort sind noch weitere Bootshäuser, die zusammengefasst sind im Kanukreis. Und da kann man auch super toll idyllisch ausfahren, schöne Ausfahrten auf dem Altrhein machen. Die treffen sich auch immer einmal im Jahr zum Anpaddeln. Also alle Vereine machen das zusammen. Und das ist so für die ganze Familie. Hast du auch so richtige Talente jetzt auch hier gerade bei euch in der Abteilung? So richtig gute, wenn man jetzt in den Vierer guckt, die Undine, die da auf Schlag sitzt und Also die das Alina erste? auf 3, genau. Die sind letztes Jahr deutsche Schülermeister geworden im Zweier, die Undine auch im Einer. Also es sind schon die Besten in ihrer Altersklasse und mal gucken, wo die Reise hingeht. Wir haben hier auch Vertreter, die bei Olympia schon dabei waren, die Sarah Brüssler, die Katinka Hoffmann, die jetzt gerade zwischen den 2 Qualifikationsregatten ist und hoffentlich beide dieses Jahr auf der Heim-WM in Duisburg auch starten dürfen im August. Und du als Trainerin, du bist auch Weltmeisterin, ne? Ich bin auch Weltmeisterin, auch auf der Heim-WM in Duisburg. Ist schon ein paar Jahre her. Ja, so ein Erlebnis jetzt mal in den Vierer. Meinst du, eine von denen würde mich reinlassen? Ja, bestimmt. Das kann man mal ausprobieren. Ja? Ja, einmal austauschen. Ja, das ist ganz schön. Ich verstehe. Rechts. Jawohl. Links, rechts. Okay. Also Annette, wenn die Rennen fahren würden, wären es ungefähr doppelt so schnell von der Oh, von der Wahnsinn, Schlagzahl. du. Ey, die Heldinnen meiner Rheintour seid ihr. Undine, du sitzt jetzt vorne als Erste. Ja. Was sind so die Positionen? Wer macht was? Also auf 1 gibst du den Schlag vor. Das heißt, ich gebe das Tempo sozusagen vor. Ja, super. Mensch, Undine, dank dir. Ich habe meine Heldin meiner Rheintour getroffen, nämlich die. Und da kommt schon die nächste, oder wie? Hä? Hallo, grüß dich. Dich habe ich auch gesehen, Katinka, ne? Also du bist eine, auf die ihr richtig stolz seid. Auf jeden Fall. Und du bist aus Karlsruhe? Genau. Und hast sozusagen hier auch schon im Rheinhafenbecken quasi das Paddeln gelernt. Ja, mit 5 Jahren schon. Guter Sport? Ja, auf jeden Fall. Vor allem natürlich im Sommer. Es ist wunderschön. Ja. Okay. Also dann drücke ich dir die Daumen und euch natürlich auch. Wieder warm und trocken. Wird man ganz schön nass dabei, du. Aber der Rhein kann noch ganz anders, ne? Ja, also wenn man so mitten auf dem Rhein ist und lässt die ganze Natur an sich vorbeiziehen, ja, das hat ja natürlich auch noch was ganz anderes wie der Industriehafen. Ja, und vor allen Dingen, wenn du so auch so ein bisschen in die Seitenarme reingehst, ne? Das ist ganz besonders toll. Dadurch, dass der Rhein ja früher ganz stark meandert ist und er dann begradigt wurde, sind die Altrheinarme übrig geblieben. Und das sind Naturparadiese. Da drüben, in diesem alten Schiff da, der Lauter Muschel, wenn du mich da mal rauslässt, da treffe ich den Ingo. Und der hat mir ein Naturerlebnis versprochen, was ich so noch nie gesehen habe. Ingo, kannst du Knoten machen? Einmal her damit. Danke dir. Gesichert. Hallo, freut mich. Dann zeigst du mir mal. Da hier gehen wir mal deine weiter. Natur. Genau. Was ist überhaupt der Pamina Rheinpark? Der Pamina Rheinpark ist zu verstehen wie ein räumliches Museum auf der Pfälzer Rheinseite, auf der badischen Rheinseite und im Elsass natürlich. Das Ja, ist Natur, wie so gesagt. ist es. Dschungel. Wir bieten Naturführungen an. Mein Projekt hier, die Herzensangelegenheit der europäischen Sumpfschildkröte, die Wiederansiedelung. Aber erstaunt mich natürlich, dass es tatsächlich hier bei uns hier Schildkröten gibt, Ja, Sumpfschildkröten. die gibt es schon lange. Die sind ja von Menschen ausgerottet worden letztendlich. Hier ist eigentlich ja am Rhein das Originalgebiet, wo sie vorkommen müsste. Und deswegen auch hier die Entscheidung von verschiedenen Organisationen, das hier wieder entstehen zu lassen. Also ich würde hier schon total gerne mal eine in freier Wildbahn sozusagen sehen. Aber die Guck mal, sind ob ich scheu, was oder? finde. Ja, natürlich. Ach, schau mal, ich habe Glück. Ich habe eine gefunden. Nee. Ohne Witz. Ach, die ist ja gar nicht echt. Aber Die so finden sehen wir die aber aus. auch noch, die echte, natürlich. Knapp 650 dieser putzigen Tiere soll es hier wieder geben. Das muss doch klappen. Wo müssen wir suchen?
Ja, hier am besten auf Baumstämmen und Ähnlichem, die aus dem Wasser ragen. Das ist immer das bevorzugte Gebiet, wo sie sich aufhalten können, damit sie Sonne tanken können. Es sind wechselwarme Tiere. Und von daher müssen wir schon schauen, irgendwo im Gewässer natürlich, dass sie beschützt sind, dass sie schnell flüchten können. Wir werden heute noch welche auf jeden Fall finden. Und wir haben Glück, denn wir haben heute die Wissenschaftler noch an unserer Seite. Und die haben tatsächlich welche für uns noch gefunden. Und da ist Katrin. Hallo Katrin, grüß dich. Hallo. Darf man die anfassen? Darf man anfassen, ja. Ausnahmsweise. Oh. Und hat dann fast Angst, dass man die kaputt macht. Die sind noch ganz klein, das oder? Das sind noch junge, ja. So 2, 3 Jahre alt. Die sind gechippt, ne? Genau. Das ist unser Chip-Reader. Ja. Und das ist eine Nummer. Die heißt jetzt Paula? Nein. Nein, die heißt 62020. Oh, und du kannst gerne andere Namen überlegen. Aber da muss man sich auch alle merken. Ne? Ja. Und wir, das heißt, ihr seid jetzt hier Forscher, Wissenschaftler? Genau. Das ist ein deutsch-französisches Projekt. Wir Wissenschaftler, wir beobachten, was nach der Aussetzung mit den Tieren passiert, wie die Population sich entwickelt, ob die sich fortpflanzen, weil nur dann ist es ja eine erfolgreiche Wiederansiedlung. Die brauchen ja erstmal eine ganze Weile, bis die überhaupt geschlechtsreif sind. Und was wir eben jetzt dieses Jahr auch untersuchen mit den GPS-Sendern, ist, dass wir die Eiablageplätze identifizieren. Und das ist jetzt? Das ist ein Weibchen. Und die wird wahrscheinlich hoffentlich auch Eier ablegen. Und wir wollen herausfinden, wo die Eiablageplätze sind. Mhm. Aber es ist so faszinierend, so tolle, oder? Riesenkrallen. Also das sieht man das Reptil ganz deutlich, ne? Ein Wunder der Natur. Genau. Und ich meine, dadurch, dass es die schon so lange auf unserer Erde gibt, kann sie ja vieles wohl nicht falsch machen. Ja, oder? Ja, ist eine Überlebenskünstlerin. Okay, guck mal. Jetzt ist der Moment gekommen. In die Freiheit. Jetzt dürfen sie wieder raus. Auf geht's Richtung Wasser. Auf in die Freiheit. Ja. Guck mal, sie weiß genau, wo es hingeht. Ne? Ja. Wettrennen der Schildkröten. Jetzt kommt noch meine ins Spiel hier. Schwupp, komm. schwupp, schwupp. Mensch. Ingo. Vermehrt euch. Goldig. Blub, blub, blub. In ihrem Element. Ja. Ja. Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Die ganzen Yachtclubs hier so, auch am Rhein und überhaupt, die lassen ja auch Reisende mal übernachten, ne? Ja, ganz genau. Also sie müssen die Stehgröße für das Boot haben und dann gibt es halt eben überall Gastliegeplätze. Direkt wieder eine. Alle da. Danke fürs Helfen. Hi. In Gräfern. Das ist mal ein netter Empfang hier. Hallo. Gibt es was, auf was ihr besonders stolz seid in eurem Hafen hier? Dass wir ein bisschen nach vorne schauen und unseren Sport ein bisschen in der Zukunft sehen. Was kann man heute tun, um in der Zukunft noch die Akzeptanz zu haben, die heute da ist. Und dafür sind wir mit unseren Mitgliedern dran, bestimmen die Pflanzen am Ufer beispielsweise oder betauchen auch den Hafen und bestimmen dann mit den Mitgliedern zusammen die Wasserpflanzen. Die schön, so ein bisschen Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, genau, haben wir auch bei unserer Steganlage und im Clubhaus. Wir haben klimaneutral unseren Strom, produzieren hier vor Ort mit einer PV-Anlage seit einem Jahr den Strom und wollen so eben auch dann die Akzeptanz steigern. Ihr liebt nicht nur Bootsfahren, wie ich sehe, sondern auch noch ganz andere Sachen hier, hä? Ja, wir leben ja noch den Wassersport, das Wasserskifahren. Ihr fahrt schon Wasserski, ihr zwei? Die fahren seit letztes Jahr bei uns Wasserski, genau. Cool, macht Spaß? Ja. Am Anfang ist es noch ein bisschen schwierig, aber wenn du mal mehrmals gefahren bist, dann ist es einfacher. Da macht es richtig Spaß, oder? Ja. Und kann man auch bei euch Wasserskifahren lernen? Oder wie? Ja, also wir sind ein Verein, wo sich jeder anmelden kann, zahlt seine Jahresgebühr. Man kann aber auch jederzeit zu uns kommen und einen Schnupperkurs buchen. Immer im September gibt es dann hier ein Hafenfest und da zeigen wir dann unsere Choreografien, die wir einstudiert haben. Wir fahren auf den Teller, wir
fahren auf dem Rollator. Schönsten Dingen auf dem Wasser gehört überhaupt das Schlafen. Aber aufs Frühstück freue ich mich auch schon. Genau. Hey, Annette. Hallo. Ja. Ja, Ich habe komm schon viel rein. gesehen. Aber ein Zuhause mit eigener Gangway. Ja. Hallo, schön euch zu sehen. Ja, komm rein. Hereinspaziert. Ja, ich bin gerade mit dem Boot unterwegs, aber ihr wohnt auf eurem eigenen, ne? Ja, genau, komm rein. Boah, das ist ja der Hammer. Genau, unsere Küche. Aha. Ihr zwei, ihr habt etwas gemacht, von dem ganz viele träumen, aber sich nicht trauen. Ihr habt euch ein Boot gebaut als zu Hause. Ihr wohnt auf dem Hausboot. Ja, wir haben es bauen lassen. Wir hatten die Idee und haben dann angefangen rumzuhirnen, wie wir sozusagen so ein Boot aufs Wasser bringen mit einer kompletten eigenen Energieversorgung. Also, dass wir komplett unabhängig sind und keine Landanschlüsse haben. Und vor allem muss man sagen, das ist ja total schick und stylisch. Darf Ja. ich ein bisschen gerade Ja, mal klar. gucken? Ja, genau. So ein Wohnzimmer, ich glaube, das haben wirklich die wenigsten. Ja, man kann da einfach tagelang Nur gucken. sitzen und nur aufs Wasser und gucken. Und da schwimmt der Schwan wieder durch. Oder Das ist fast hypnotisch, oder? Also ich kann mir vorstellen, ein Leben auf so einem Hausboot, das verändert einen, oder? Ja, macht einen ruhig, finde ich. Also wenn ich das hier alles so mir anschaue und dann noch euch dazu, ein Traum. Herzlichen Glückwunsch. Aber hat dieser Traum auch so eine kleine Schattenzeit oder mal auch so seine dunklen Tage? Ja, also es war schon ein ziemlicher steiniger Weg hierher. Also am Anfang war alles super. Wir haben geplant und hatten Ideen und auch eine Werft gefunden, die das alles umsetzt. Ja, aber dann fingen halt die Probleme an. Letztendlich hat es bis zu dem Punkt jetzt 8 Jahre gedauert. Und das ist schon heftig. Dann dadurch, dass es einfach auch ein Prototyp ist in der Art, gibt es das jetzt so nicht, so eine Art Boot, wo man auch so komfortabel drauf wohnen kann oder trotzdem ein Boot ist, mit dem man auch fahren kann. Und da muss man schon vieles ausprobieren und überlegen, wie wird jetzt das und das Problem gelöst. So, Ja, dann gehen wir okay. ins Bad, geht hier hoch. Wow. Nee, oder? Eine freistehende Badewanne. Wow. Mit Blick auf Schiffe. Ja, also guck mal. Auf sowas Ähnlichem bin ich gerade unterwegs. Aber das hier ist natürlich noch mal was ganz anderes. Mhm. Hm? So, jetzt gehen wir mal Genau, in runter geht's eins ins der Schlafzimmer. Schlafzimmer. Da geht es jetzt noch mal runter. Oh, Genau. Sag mal, merkt man hier, ich meine, wenn ich jetzt hier so stehe, denke ich, es ist wie auf Land. Aber merkt man trotzdem ein bisschen manchmal Ja, Seegang? also klar. Wir sind jetzt hier richtig im Rumpf und sieht auch, hier ist die Wasserlinie dann. Also wir sind jetzt relativ weit unten und da hört man dann schon mal Wasser oder so. Jetzt gehen wir noch auf die Terrasse hoch. Auf die Terrasse, ey. Ja, oder? Richtige Dachluke. Genau. Luke. Oh. Und schon ist der Himmel im Haus, ey. Wow. Das ist ja genial. Jetzt wird's Oh, wieder aber zum Schiff, oder? Das Wichtigste ist die Solarzellen, die eben unsere Energieversorgung fürs ganze Haus liefern. Ja, und von hier oben kannst du auch reinspringen. Also meine Neffen haben hier schon ein Salto, Rückwärtssalto gemacht. Grandios. Also ich bin sowas von begeistert von eurem Zuhause. Danke, dass ich euer außergewöhnliches Zuhause besuchen durfte. Wirklich klasse. Mein aktuelles Zuhause ist ja auch gerade auf dem Wasser. Muss gleich um die Ecke kommen. Auch sehr schön. Ein bisschen kleiner. Meine Maja.
Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Gut, das hat schon was. So ein Hausboot, Leben auf dem Wasser. Also ich kann mir vorstellen, in Zukunft wird es das noch mehr geben. Also begrenzt, aber trotzdem der pure Luxus. Man kann ja auch sonst wirklich einiges so auch auf dem Wasser erleben, zum Beispiel Schleusen, oder? Ja, das ist auch ein klar. Erlebnis. Ja, ja, genau. Schleusen ist immer ein Erlebnis. Iffezheim-Schleuse für Sportboot Maya im Unterwasser. Bitte kommen. Zeit, gleich den ersten Schwimmboot rein. Haben wir verstanden. Dankeschön. Das ganz Besondere ist da, man braucht nicht mehr an jedem Poller ein Tau umzuhängen, sondern man fährt an den Schwimmpoller, macht sein Schiff fest, Schiff geht nach oben und der Poller schwimmt mit nach oben. Und das ist das ganz Besondere daran, an dieser Schleuse. Und wenn man ein Stück weiter kommt, zum Beispiel Gamsheim, da gibt es auch was ganz Besonderes, und zwar die Fischtreppe. Jetzt ist die Fischtreppe natürlich, gibt's nahezu an jeder Schleuse, aber hier ist sie ganz besonders. Dort ist es wie in einem Museum aufgebaut. Man sieht an Schaufenstern, wie die Fische dort eben nach oben schwimmen. Und da kommen richtig große Fische. Also wie so ein Aquarium. Wie ein Aquarium, ja. Hallo, salut, bonjour. Sapeur-Pompier. So. Das ist oben sogar. Aha. Ihr seid sowas wie die Feuerwehr auf dem Wasser und das ganz Außergewöhnliche bei euch ist, aus 2 Ländern. Wer kommt aus Frankreich, wer aus Deutschland? Also ich bin von der Feuerwehr Kehl. Von Straßburg. Von Straßburg? Und ebenfalls von der Feuerwehr Kehl. Und wann kommt dieses ganz außergewöhnliche Boot überhaupt zum Einsatz? Ich meine, es ist ja die Europa 1. Wo muss es da brennen? Also es gibt natürlich viele unterschiedliche Szenarien. Das kann sein, dass irgendwo in einem Hafengebiet ein Gebäudebrand besteht. Ja? Wenn ein Schiff brennt oder zum Beispiel Personen auf der Brücke, wo es leider auch öfters passiert. Ach so, das Personen, die in den Rhein reinhupsen. Und dann kommen wir auch zum Einsatz. Ja. Was sind denn so die Dinge, auf die ihr stolz seid bei diesem Boot hier? Gibt es sowas, wo ihr sagt, boah, so viel Wasser holt's raus oder so schnell ist es oder irgendetwas? Ich glaube, als Schiffsführer kann man stolz sein, dass man so ein Objekt bewegen darf. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Wie lang ist die Europa? Die ist jetzt 24 Meter lang, ist 6,20 Meter breit und 5,50 Meter guckt sie aus dem Wasser raus. Den großen Wasserspritzer auf Französisch? Ein Kanon. 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 Und auf Deutsch? Wasserwerfer. Wasserwerfer. Ja. Aber gibt es eigentlich Unterschiede? Was würdet ihr sagen von den Mentalitäten oder irgendwas, dass man sagt, ach. Mein Satz ist sowieso, arbeiten wir alle zusammen. Und unabhängig von dem Land, wo das auch ist, ich glaube, Feuerwehr tickt überall und international sehr ähnlich. Wie tickt denn die Feuerwehr? Sie haben alle die gleiche Aufgabe und das gleiche Ziel. Das ist jetzt auch ein ganz außergewöhnliches, tolles deutsch-französisches Projekt, ne, von der Feuerwehr. Genau, das ist das mobiles Übungsboot. MÜP nennt ihr das? MÜP, Kerf MÜP. Oh, da wird jetzt auch gerade geprobt, hä? Genau. Les pompiers, c'est quelqu'un m'entend? Merci. Okay. Für was wurde dieses Projekt hier entwickelt? Das ist ein Trainingscenter. Hier gibt es nur Übungen
für Brandkämpfung und Personenrettung im Wasser und so weiter. Wer trainiert? Wer kommt hierher auf die MÜP? Das können Feuerwehrkräfte aus Deutschland und Frankreich sein. Es können aber auch beispielsweise Industrien haben, die ihre eigenen Feuerwehr haben, wie im Bereich Chemie oder Radiologie. Was sind die besonderen Geschichten jetzt, was den Rhein angeht? Gibt es da auch spezielle Gefahren? Oder? Natürlich, auf dem Rhein ist das Verkehr immer größer. Passagierschiffen und Gütertransport und so weiter. Und natürlich muss man sich anpassen für die ganzen Risiken. Wo liegt die MÜP immer? Ist die immer hier? Die MÜP ist 6 Monate in Straßburg und 6 Monate in Mannheim. Und alle 6 Monate wechselt sie dann. Genau. Und immer entweder Franzosen und Deutsche, die hier gemeinsam trainieren. Ganz genau. Wie funktioniert so das Miteinander, das Deutsche und Französische? Das funktioniert ganz gut. Ja. Also die MÜP war ein grenzüberschreitendes Projekt. Das bedeutet, dass wir sowohl französische als auch deutsche kofinanzierende Partner hatten. Das Projekt wurde 2015 in die Wege gebracht und das Projekt wurde auch von der EU kofinanziert. Dann sage ich auf jeden Fall einen herzlichen Dank. Merci beaucoup, dass Sie für unsere Sicherheit gerade auf den Schiffen zuständig sind und eifrig trainieren. C'était un plaisir. Jetzt fühle ich mich auf der Maya noch wohler und sicherer. Vor das Europäische Parlament. Und da ist es ja auch schon. Mein erster Eindruck, boah. Echte Pflanzen? Ja, ganz viele echte Pflanzen. Oh, und das hier? Ja. Einmal alle Mitgliedstaaten hier zusammen, alle 27. Das ist unser Selfie-Spot, wo man natürlich immer gute Bilder machen kann. So sieht's aus. Okay. Toll. Jetzt kommen wir zum Highlight. Willkommen in unserem Plenarsaal. Oh, das ist jetzt nicht der kleinste. Ja, das ist tatsächlich der größte Europas. Der repräsentiert ja auch das größte transnationale Parlament der Welt, also gerechtfertigt. Aber es hat schon so einen Wow-Effekt, wenn man reinkommt. Absolut. Und hier sitzen jetzt normalerweise? Hier sitzen normalerweise Besucher, die Presse, VIPs, die zugucken möchten von oben. Aber wer hat hier schon alles gesprochen und Reden gehalten? Ne? Ganz viele Leute, der Papst beispielsweise, der Dalai Lama war schon da. Dann haben wir natürlich die ganzen Präsidenten, Staats- und Regierungschefs, die mal kommen. Angela Merkel war hier, beispielsweise Emmanuel Macron kommt natürlich auch öfter. Ursula von der Leyen ist während den Sitzungen immer da als Kommissionspräsidentin. Und das ganz Besondere in dem Parlament im Vergleich auch zu dem Deutschen Bundestag ist natürlich, dass es ganz, ganz viele Nationalitäten widerspiegelt. Und die sitzen nach politischen Gruppen und nicht nach Ländern. Also man hat jetzt keine deutsche Gruppe, die da sitzt, sondern das wird dann immer gemixt. Also die deutschen Grünen würden hier in der Grünen-Fraktion sitzen beispielsweise. Wie ist es für Sie, hier zu arbeiten? Toll. Ich finde es wirklich toll und ich komme auch gerne während der Plenarsitzung her, wenn ich Zeit habe natürlich, und setze mich mal einen Moment hin und gucke, was für uns entschieden wird, weil es betrifft mich genauso wie uns alle und das gucke ich mir gerne an. Das ist spannend, einfach live bei der Politik dabei zu sein. Genau, Ja. die Kuppel sieht man von außen hier ganz schön. Und da unten ist der Rhein. Und da ist schon unsere Maya. So sieht's aus. So schnell kann es gehen. Na. Ich grüße euch. Perfekt. Hast dir Verstärkung geholt, Michael? Genau. Ja, Rittmann. Ich habe mir ja gerade hier das Europäische Parlament angeschaut. Beeindruckend. Sie als ehemaliger Ministerialdirektor, waren Sie auch schon damals hier? Ich kenne das Europäische Parlament, aber weil ich mit meinen Studenten hier schon 2-3 Mal war. Selbstdienstlich geht man eher nach Brüssel, weil dort die Musik spielt. Aber Sie haben ja auch diese Vision mal gehabt, Mensch, von Stuttgart kann man mit einem Boot auch eigentlich in die ganze Welt fahren, ne?
Zumindest in viele europäische Hauptstädte, nicht nur nach Berlin, zum Beispiel auch nach Paris. Wer würde nicht gern mit dem Boot von Stuttgart nach Paris fahren, statt im TGV? Wir fahren jetzt in den Rhein-Marne-Kanal rein. Der beginnt hier da im Europaparlament, ist 293 Kilometer lang, also eine ganz ordentliche Strecke, hat 157 Schleusen. Aber jetzt müssen wir uns wahrscheinlich konzentrieren. Jetzt aber, hey. Aber das ist doch auch ein Abenteuer, gell? oder? Ja, natürlich, klar. Ja. Ich kann aufrecht stehen im Gegensatz zu euch. Ich muss mich etwas ducken. Nicht jeder hat ja einen Führerschein, ne? Hier auf den Kanälen kann man durchaus auch führerscheinfrei fahren. Das ist natürlich wichtig für die Verschatterer, dass sie da Kunden bekommen. Da kann man sich ein Boot mieten? Da kann man sich ein Boot mieten, ja. Das sind dann Boote, die sind natürlich speziell auch ausgelegt, dass sie unter den Brücken durchkommen und in die Schleusen reinpassen. Das ist immer ganz wichtig. Ampel steht auf grün. Jawohl. Wir können einfahren. Das ist doch jetzt irre. Das ist jetzt quasi die Lifttür. Unglaublich. Wir fahren jetzt tatsächlich mit einem Schiff einen Berg rauf. In der Tat, und zwar 44 Meter hoch. Da kann man ja auch mit einem Touristenboot hochfahren, also auch mit so einem Es gibt großen Passagierschiffe, Fahrrad, die fahren dann immer gern hoch und fahren dann ein Stückchen weiter und dann wieder zurück. Die Schleuse wurde von 1963 bis 1969 gebaut und ersetzte 17 Schleusen. Und das ist jetzt ein Schiffshebewerk. Das ist ein Schiffshebewerk. Sie sehen, da kommen uns zwei Gewichte entgegen. Die Gewichte sind etwas schwerer als hier. Das ist also eine sehr trickreiche Konstruktion. Ja? Und wenn wir beim Berg runterfahren, ist gerade umgekehrt. Da ist der Trog schwerer als die Gewichte. Das ist das größte Schiffshebewerk in Europa. Also eins der Superlative. Ja, und ist natürlich hier in den Vogesen eine Touristenattraktion. Ja. Und dank diesem sensationellen Schiffshebewerk tuckern wir quasi ganz gemütlich den Kanal weiter. Ungefähr 4 Kilometer weiter sind dann am Scheitelpunkt der Vogesen und der wird untertunnelt. Man meint beinahe so, man fährt in den Mittelpunkt der Erde herein, weil man auf der anderen Seite nicht die Tunnelöffnung sieht. Und das war damals eine technische Meisterleistung, war aber notwendig, weil der Kanal wurde natürlich dringend für die wirtschaftliche Entwicklung von Elsass und Lothringen gebraucht. Und wenn wir durchfahren, wie viele Kilometer? 2,6. Wahnsinn. Und dann sind wir irgendwann in Paris. Dann sind wir in 2 Stunden in Paris. Nee. Das dauert bestimmt länger. Das wäre jetzt schon toll nach Paris mit Ihnen. Aber ich glaube, Herr Rittmann... Ja. Lassen Sie mich alleine? Das müssen Sie ohne mich machen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Freude. Aber grüßen Sie mir Paris. Ja, gerne. Paris wäre jetzt schon echt verlockend gewesen. Hm? Aber ich lass dich doch nicht allein. Dich und deine Maya und den Rhein. Ja, das finde ich ganz toll. Ja. Aber so ein bisschen traurig bin ich jetzt trotzdem. Unsere Reise geht langsam zu Ende. Ja, leider. Was hältst du denn davon, wenn du jetzt noch mal ein Stück die Maya selber fährst? An Steuer? An Steuer. Ganz Gut. genau. Ja? Also, dann... Ja? Du hast dein Bug- und Heckstrahlruder, du hast deine Instrumente, du hast Vor- und Rückwärtsgang und schaust einfach nach dem Fahrwasser, hältst dich ziemlich in der Flussmitte, kann überhaupt nichts passieren. Immer den Rhein entlang. Immer den Rhein entlang, ganz genau. Eine gute Fahrt. Die wünsche ich dir auch. Ist ja eigentlich nichts hier, oder? So ein Cockpit. Volle Fahrt voraus. Ist doch nicht so groß, der Rhein, wie ich dachte. Eigentlich ein ganz gutes Gefühl, so Steuer in der Hand. Aber das war bestimmt nicht meine letzte Reise.
So ein Urlaub auf dem Boot ist echt klasse. Ich komme wieder.